Wochenende, es schneit und vielleicht wird es ja richtig kalt. Wir werden einfach mal abwarten. Ich wünsche mir eigentlich Kälte, so minus 10 bis 15 Grad sollten schon drin sein. Schnee soll liegen bleiben und dann hätten wir doch dann tatsächlich noch ein ganz klein bisschen Winter. Hier am Jüst schauen wir uns die Sturmschäden noch ein bisschen an. Da sieht man übrigens neben der Treppe eine Gruppe von Douglasien, die hätte es ruhig zerlegen können, aber in Richtung Jüst, damit die Schnurbäume nicht beschädigt werden, dann hätte man oben von dem Buhlplatz noch einen besseren Blick auf die Flaniermeile rund um den Jüst. So, Heidewitzka, den Stuken, den haben sie liegen lassen. Aber hier sieht man auch noch eine kleine Lücke in der Hecke. Und wenn wir hier ein bisschen weiter rüber zoomen, dann sehen wir, dass der Zaun hier komplett beeinträchtigt wurde. Und unter den Schnurbäumen, da liegen auch noch ein klein bisschen Gehölze, weil oben mussten dann doch einige Äste noch gekappt werden, weil da ein Baum draufgekracht ist. Ich hoffe, dass uns die erhalten bleiben. Ich denke nämlich, dass sie auch einen sehr schönen Sonnenschutz beim Buhlspielen halt bieten, wenn man da sitzt und sich ein bisschen umgucken möchte. Und mir persönlich hätte es eigentlich fast besser gefallen, wenn diese Douglasien verschwunden wären. Dann hätte man einen besseren Blick auf den See und auch weiter drüben auf den Spazierweg, der rund um den Jüst führt. Und nicht vergessen, am Wochenende gibt es hier immer den Markt direkt im Herzen der Stadt. Da kann man auch bei leichtem Schneetreiben immer mal drüber flanieren und gucken, was es gibt und wen man trifft, um gegebenenfalls ein klein bisschen zu schnacken. Das ist immer ganz angenehm. Wer auf dem Markt ist, der kann auch immer mal an die Seite der Touristeninformation gehen, denn dort hängen immer die Plakate mit den aktuellen Veranstaltungen in unserer Region. Da mache ich auch mal Fotos für die Gruppe der Local Guides für Herzberg am Harz, wo man auch gerne Mitglied sein kann. Und darüber findet das halt ganz gut Verbreitung. Einfach mal gucken, ob da was für einen dabei ist. Wo ich gerade dabei bin, gibt es noch einen kleinen Überblick von der Herzberger Kulturtafel. Denn hier gibt es einmal von Werner Stephan auf dem Dach der Welt einen Vortrag am 7.2. um 18 Uhr in der Stadtbücherei am Spitzenhaus. Richtig cool ist auf jeden Fall Rosenmontagsumzug in Pölde am 12.2. Um 13:30 Uhr und am Abend ab 19 Uhr gibt es die Rosenmontagsdisco bei Andres. Das ist eine sehr coole Veranstaltung, die immer sehr, sehr viele Freunde gefunden hat. Da muss man hingehen. Und natürlich die Blutspendeaktion, die habe ich auch schon in der Local Guide Gruppe angekündigt. Am 12.2. ab 15 Uhr bis 18 Uhr in der Oberschule Heidestraße 10. Das ist die ehemalige Realschule. Da kann man also auch der Gesellschaft was Gutes tun. Hey, und wer keinen Bock auf ein paar Schneeflocken hat oder wem es zu kalt wird, der geht einfach ins Kino hier in Herzberg am Harz. Da gibt es aktuelle Filme, die große Freude machen. Und das Filmen hier ist gar nicht so einfach, stelle ich gerade fest. Deswegen, wenn da was Interessantes drin ist, auf Standbild schalten. Vielleicht kann man die Information ja ablesen. Andernfalls einfach Pech gehabt, die Webseite aufrufen. Und dann ist man auch informiert. Hey, könnt ihr sehen, wie schräg dieser Baum da steht? Das Wurzelwerk kann man hier nicht erkennen, weil da nämlich das Bruchholz der anderen Bäume zwischengelagert wurde. Aber wenn der nicht tatsächlich irgendwie so gewachsen ist, dann finde ich auch, dass der eigentlich ganz schön krass aussieht. Hey, hier kann man sehen, dass unsere krumme Birke noch steht. Von daher ist zu erwarten, dass sie uns wahrscheinlich erhalten bleibt. Das Schneetreiben ist jetzt ein bisschen stärker geworden hier im Domeyer-Park. Ist noch ein bisschen matschig auf den Fußwegen. Ich wünsche allen ein ganz tolles, schönes Wochenende und hoffe natürlich, dass alle ganz, ganz viel Spaß haben, hier unterwegs zu sein.